Der Spaß hier ist auf jeden Fall nicht ohne. Das geht ordentlich auf die Beine. Also wusstet ihr seit gestern Vormittag, dass wir hier nicht weiterkommen? Zum Kotzen. Ich brech gleich, wirklich. Oh mein Gott, das ist neue Energie frei. Ja! Ich glaube, man sieht mich gar nicht auf der Cam. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke mal, es sind so 5, vielleicht 5:30 Uhr. Da hinten, da sieht man gerade die Sonne aufgehen. Es hat heute Nacht geregnet. Es ist also alles nass. Ich hoffe, die Jungs kommen jetzt nicht irgendwie auf die glorreiche Idee, dass sie noch irgendwie Feuer oder sowas machen müssen. Wir haben nämlich gestern jetzt den ganzen Zunder weggeschmissen. Und in der Aufgabe stand ja drin, wir sollen uns fertig machen. Dementsprechend glaube ich das jetzt halt nicht. Aber ich muss eben super dringend auf Toilette. Ich platze gleich. Und dann werde ich für Nadine und mich nochmal schnell Wasser holen. Damit wir weitestgehend vorbereitet sind, wenn die Jungs kommen. Wollte mal schauen, was uns hier heute erwartet. Ich bin gespannt. Der Himmel weint, weil wir abreisen. Ja, genau, der Himmel weint. So ist es, ja. Aber gut, ich meine, wir sind ja trotzdem hier safe unter unserem gigantischen 4x4 Meter Tab. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange es regnet. Eigentlich wollten wir noch einen Tee machen, noch einen schönen Pfefferminztee heute Morgen, so ratzfatz, bevor wir abgeholt werden, weil das ja auch schon relativ früh ist. Aber gut, warten wir mal ab, wie lange der Regen anhält. Wir legen uns noch mal kurz ein bisschen hin. Guten Morgen, Tag 6. Heute die Abholung und Abschluss-Challenge. Die Nacht war wirklich bescheiden. Wir haben halt nur auf dem Laub gelegen. Es ist für mich allein schon was Psychologisches. Ich wurde so weit aus meiner Komfortzone hier rausgeschleudert. Hier kreucht und fleucht irgendwie alles. Ich habe auch schon viele Spinnen gesehen und so. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Es hat heute Nacht angefangen zu regnen und zwar richtig heftig. Und auch jetzt gerade regnet es noch. Es ist halt klamm, es ist kalt. Und ja, wir packen jetzt unsere restlichen Sachen zusammen und warten auf die Abholung. So, da, auf ein neues. Wir haben, was haben wir? Mittwoch, Tag der Abholung, 6:30 Uhr. Kevin und ich sind pünktlich. Wir stehen am Wegrand. Ratet mal, wer nicht pünktlich ist. Simon. Unmöglich. Egal, wir haben es geschafft. Und wir warten jetzt noch Endlich geschafft! nach der nach der 5. beschissenen Nacht in Folge eigentlich. Ich glaube, es gab nicht eine Nacht, die so wirklich gut war. Die beste Nacht war heute trotzdem beschissen irgendwie. Heute war wieder der Horror. Da warten wir noch. Morgen hier 2 Abenteurer. Dominik! Morgen! Grüß dich! Feuer löschen. Los geht's zur letzten Challenge. Doch noch eine Challenge. Und Gib nein, Gas. oder Frühstück. Bitte? Okay, also Feuer ausmachen Frühstück, und los das geht's. So, wir gehen jetzt ins Camp und holen die ab. Die dürfen ein paar Sachen mitnehmen. Und dann sammeln wir sie ein und kommen sie zusammen mit den anderen zum Ausgangspunkt, wo das Rennen beginnt. Aber das wissen sie noch nicht. Und jetzt kommt mit, jetzt schauen wir mal da rein. Geil, ich zähle. Nadine, Benny, vollzählig. Rettung naht! Es ist noch nicht vorbei. Okay. Alles klar. Ihr braucht Wasser, Regen, Hose, Jacke, dann ein Feuerstahl, Messer und Handschuhe. So, Herd aus, Licht aus, dann können wir los. Feuer ist aus.
Ja, wir haben heute gar keins gemacht. Achso, ihr konntet ja gar nicht. Ja. Wir haben ja nicht. Fuck, Alter, jetzt müssen wir irgendwie ja noch ein Feuer machen für eine Challenge und haben keinen Feuerstahl mehr. Dann soll es sein. Dann habt ihr nicht smart gespielt. Okay, los geht's. Heute ist Back to Survival das Endgame. Ihr seid bisher gekommen, das ist gut, aber das nützt euch alles nichts, wenn ihr am Schluss nicht gerettet werdet. So, also, heute geht's um alles. Wer heute das Rennen macht, gewinnt Back to Survival. Das Ganze ist ein Wettkampf, das muss euch bewusst sein, das war euch auch bis jetzt bewusst. Ihr werdet Aufgaben meistern müssen, die natürlich wie immer im Survival auch gefährlich sein werden. Dazu wird euch der Dominik nachher noch mehr dazu sagen, was ihr beachten müsst. Es ist hart, es ist Survival. Also denkt dran, es kann nur einer gehen. Nur ein Team von euch kann schaffen. Der Hinweis für die Challenge befindet sich auf einer Lichtung im Tal nordwestlich von hier. Wer heute die Challenge gewinnt, gewinnt das Back to Survival und nimmt den gesamten Jackpot mit nach Hause. Unsere Finalaufgabe, und zwar einfach nur zu einem Standort im Nordwesten. Wollen wir das hier runtergehen? Ist halt sausteil, gell? Aber es wäre die Richtung, die wir gehen müssen. Ja. Ach, verdammte Scheiße, echt. Die anderen haben hier alle einen Kompass. Und wir müssen, aber schau mal, die überlegen auch, komm, lass mal weitergehen. Die überlegen, die wollen auch runtergehen. Die überlegen gerade, wie sie hier runterkommen. Komm, auf geht's, komm. So Leute, nordwestlich, Tal und Lichtung. Los geht's. Checken nochmal den Kompass. So, da ist Norden. Ja, wir müssen da runter. Ja, die warten auf uns. Wissen Sie es? Rechts runter. Da den Mittelstrich. Wollen wir wirklich runter oder wollen wir den Weg gehen? Ja, ist halt die Frage. Wir könnten den Weg, aber wir müssen irgendwann nach links runter, ne? Ja, vielleicht geht er ja da runter. Ja, wir müssen halt irgendwie. Ui. Das ist knackig. Das ist knackig, aber wir können da vorne runtergehen. Wir können hier vorne runtergehen. Let's go. Wir machen jetzt hier Meter, weil die auf jeden Fall auch hier überlegen, wie sie runterkommen. Aber pass auf nicht, dass du dir wehtust. Okay. Also wir haben auf jeden Fall noch mal deutlich Vorsprung geholt auf die anderen, was auf jeden Fall schon mal sehr gut ist, weil wir jetzt hier Power haben und ich will die Scheiße jetzt hier abreißen. Da unten ist die Lichtung, da wartet auch schon jemand. Das heißt, wir sind auf jeden Fall, nee, das ist eine mit dem Hund, die geht da spazieren. Ja. Weiter darunter, das wird kein Zuckerschlecken. Das wird steil, das wird ganz schön steil. Ja, wir müssen uns an den Bäumen Ob festhalten. das richtig ist, hier querfeld einzugehen. Nordwestlich im Tal. Ja, wir müssen halt diesen ganzen Berg runter. Wenn wir den Weg laufen, werden wir langsamer. Safe. Ich weiß nicht, ich finde das hier ganz schön langsam gerade. Wenn wir stramme Schritte den Berg einfach runterlaufen, ich glaube, wir sind schneller. Meine Oberschenkel brennen und zwar richtig.
Es ist richtig richtig stressig. Die anderen, ja, sie holen ein bisschen auf. Wir müssen schauen, dass wir wieder bis Meter machen. Scheiß Tasche. Wir sind gleich unten. Und dann heißt Leuchtfackel finden. Und wahrscheinlich dann wieder hochjagen. Die Tokens haben wir also auf jeden Fall bekommen. Das ist schon mal gut. Bin ich ultra happy drüber. Ich habe gerade so eine richtige Glücksgefühl-Explosion in dem Moment gehabt. Boah, das war ein schöner Moment. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Los, Mann. Einfach beißen. Beißen. Wir haben nicht umsonst die Tage hier so durchgerissen. Ich will das Ding jetzt haben. Ich will diesen Sieg haben. Komm, Junge. Let's go. Auf geht's. Verdammte Scheiße, Mann. Alter, war das anstrengend. Das sind für jedes Team eine. Wir haben noch einen Vorsprung. Ich muss das Ding hier aufdrehen. Da ist eine Karte drin. Gib mir das Messer. Gib mir das. Offen. Das muss aufmachen. Das ist brechen. Ich weiß nicht. Ah, hier ist es zugeklebt. Warte mal. Nee. Was ist das? Steht hier irgendwas dran? Nee. Okay, aber hier ist die Notfackel. Hier ist bestimmt eine Karte dran. Sicherheit. Das ist der erste Hinweis. Wenn wir dann doch einfach weiter nordwestlich gehen, aber es ist ja der nächste Hinweis. Oder der erste Hinweis. Ja, hier unten seht ihr schon die anderen. Da kommen die ersten. Boah, Leute, hier ist es so steil, ne? Die anderen sind gerade schon unten angekommen. Die laufen uns natürlich hinterher und wussten jetzt die Richtung. Die haben zwar keinen Kompass, aber die anderen beiden Teams haben halt Kompass dabei. Und logischerweise müssen die jetzt nur uns hinterher rennen. Die wussten jetzt die Richtung und sind dann halt unsere Richtung einfach jetzt den Berg runter. Aber da sind die da unten auch schon. Da wären die alle schon unten außer wir. Das heißt, wir wären die Letzten. In Anführungszeichen. Die anderen machen sich schon mal startklar. Okay. So, wir kommen mal an. So. Alter Schuh. Hast du? Ja. Okay, Messer einpacken, Handschuhe und weiter weg, dass die das nicht hören. Finaler Tag, Gratulation, heute Mittag seid ihr vor allem getan. Na, wenn es ja habt euch. Skippen. Zu Geißenberg ein. Das war Jungs, ich will das jetzt gewinnen. Ich weiß halt nicht, ob das die richtige Richtung ist. Weil wenn wir jetzt da ewig lang gehen, wir müssen jetzt schauen, ob wir in die richtige Richtung gehen. Geisenbergalm, da. So. Die ist aber westlich. Wir können. Also werden wir wahrscheinlich irgendwo da sein. Weil irgendwo sind wir wahrscheinlich hier, weil wir müssen da rüber gehen. So. Wo ist Norden? Wir müssen wissen, wo Norden ist. Der Norden ist da. Hier ist Norden. Das heißt, wir gehen jetzt da rüber. Ich weiß halt nicht, ob wir da lang kommen. Weißt du, da ist zwar ein Weg. Wie war es dann auf der 1500 Meter? Hier, navigiert zur Geißberg ein. Es gibt mehrere Wege. Nur das schnellste Team kann gewinnen. Lage Luftlinie 1500 Meter. 337 Grad. Ausgangspunkt ist der aktuelle Standort. Also das heißt, wir müssen in die Richtung, aber es gibt mehrere Wege.
Ich weiß nicht, ob es schlau ist oder nicht, aber komm. Siehst du das? Schau mal, Manu. Manu, schau mal, die Schilder sind abgeklebt. Siehst du das? Ja, die haben die extra abgeklebt. Ja, weil der Geißenberg auch Ja. nicht 100%, komm. Die anderen sind schon los. Fuck, die anderen sind schon los. Nee, sind sie nicht. Nee, sind sie nicht. Komm, entspannt gehen. Ganz entspannt gehen. Nee, wir nehmen das Messer, Nadine. Wir nehmen das Messer. Jo. So, das hier. Warte mal. Kannst du zuhören beim Machen? Ja, ne? Ja, da wird sowieso alles. So, Gratulation. Heute Mittag seid ihr volle 5 Tage in der Wildnis. Ihr habt euch ein Camp in der Wildnis errichtet, musstet nach versteckten Gegenständen suchen, für Nahrung und Wasser sorgen, konntet durch die Improvisation von verschiedenen Gegenständen Tokens sammeln und habt dabei gleichzeitig gelernt, mit immer weniger draußen klarzukommen. Hut ab vor dieser Leistung. Es war sicherlich eine intensive und entbehrungsreiche Zeit und ihr habt Großartiges geleistet. Aber natürlich werdet ihr nicht einfach so aus eurem Camp abgeholt. Es steht noch eine finale Prüfung an. Und die hat es in sich. Denn jetzt am Ende dieses Abenteuers wird euer Know-how und vor allem euer Survival Spirit noch einmal auf die Probe gestellt. Um aus der Wildnis zu gelangen, müsst ihr den Evakuierungspunkt erreichen. Es können nur 2 Personen evakuiert werden. Gebt alles, um als erstes den Punkt zu erreichen, um Gewinner zu sein. Den Punkt haben wir. Die anderen sind da hinten gerade. Ah, die machen ihre Dings auf. Irgendwas bitte. Irgendwas, die kannst du doch gucken. Die Hütte hier ist doch bestimmt da drauf. Hier sehen wir gerade Melk, kannst du nicht lesen? Melkstadthütte. Haben wir hier draufstehen. Schöner Bach. Wasser ist aber noch voll. Alles gut? Ja. Okay, müssen wir mal gucken, wo wir diese Melkalmhütte oder sowas haben. Die müsste ja da in der Nähe irgendwo sein. Was für eine K***e! Was für eine K***e zur Geißenbergalm! Wir haben es sogar noch geahnt, als wir drüber gesprochen haben. Okay, Geißenbergalm. Ich habe mir gerade die Route angeguckt. Das ist also da oben, wo ich vor 2 Tagen saß und an dem Baum war. Und noch ein ganz gutes Stück weiter. Das wird ein Mordsanstieg. Das wird heute heftig. So, also wir haben auf jeden Fall schon mal den harten Teil vom steilen Weg überwunden. Ich weiß zwar nicht, wie steil es jetzt noch wird, aber es ist jetzt gerade ein bisschen entspannter. Also wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil Team Bayern halt einfach brutal ausgefuchst ist und sofort gecheckt hat, dass die Wegbeschreibungen abgeklebt haben, wo halt höchstwahrscheinlich draufsteht zu dieser, wie heißt die Scheiße? Geißenbergalm. So, was bedeutet, wir haben einen guten Vorsprung den anderen Teams gegenüber. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch das als erstes Team packen, weil es einfach gerade jetzt zum Schluss verdient wäre, finde ich, wenn wir das jetzt durchziehen. Schaut's mal, und nur damit ihr seht, dass uns das ein gutes Gefühl gibt, weil zum einen sind die hier abgeklebt, die Schilder, und zum anderen haben die nämlich unten unsere Karte auch in einem schwarzen Gaffertape eingebunden. Zieh's nicht ab. Was bedeutet, dass es dasselbe Gaffertape war. Und warum sollte jetzt auf einmal irgendeiner auf die Idee kommen, irgendwelche Schilder abzukleben? Es geht jetzt schon berghoch, berghoch, berghoch. Diese komische Hütte haben wir nicht gefunden auf der Karte. Aber es geht nur hoch, hoch, hoch. Was ist denn das hier?
Ah, guck mal. Ah, da sind die anderen auch hoch. Okay, Abschluss-Challenge mega anstrengend. Wir mussten eben querfeld einen Hügel runter, haben eine Karte bekommen, Ziel dort bekommen, Geißenbergalm. Haben jetzt zum Glück einen Kompass, können navigieren und jetzt heißt es den Hügel rauf. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind. Ich habe mal auf der Karte irgendwas gelesen von 800 oder so, ich bin mir nicht sicher. 600, 800. Wir müssen uns die Kräfte gut einteilen. Haben jetzt noch mal Wasser aufgefüllt, Jacke und Pulli abgegeben, beziehungsweise da. Der Danny ist heute der Packesel. Oh, ja, ich bin schon ganz gut am Pumpen. Wir haben ja einen Riegel bekommen, den teilen wir uns auch ein. Und dann, ja, heißt es jetzt immer weiter den Berg hoch. Schon wieder alles bergauf. So ultra anstrengend. Zumal wir heute noch nicht keinen Tee hatten. Nur ein bisschen Wasser. Aber drückt uns die Daumen. Wir wollen das Endgame gewinnen. Wir haben uns gerade entschlossen, dass wir unseren Riegel aufmachen, davon ein klein bisschen nehmen. Natürlich nicht alles, aber dass wir wieder ein bisschen Energie tanken, damit wir weiter durchziehen können. Kleiner Happen, bisschen Zucker. Ja, dann dürfte das wieder gehen. Ist echt hart, ne? Wir ziehen jetzt den Scheißweg durch. Es geht hier wieder unnormal bergauf. Aber wir haben die anderen hinter uns gesehen, zwar extrem weit hinter uns. Aber wir machen jetzt keine Pause. Lieber gehen wir in Zeitlupe. Aber Pause gibt es jetzt hier nicht. Wir holen uns jetzt das Ding. Und es brennt. Meine Lunge brennt auch schon. Manu ist einfach tapfer. Sogar tapferer als ich, weil ich hier gerade rummiet. Aber in meinen Adern fließen Berge. Kerosin. Oh Gott, ist das hart. Ist das hart. Die Muskeln brennen schon. Oh, ich will nur noch ankommen. Freunde, ich komme aus dem platten Münsterland. Ich bin diese Berge einfach nicht gewohnt. Aber vielleicht habe ich das Beintraining auch zu oft geskippt, ich weiß es nicht. Ich will einfach nur ankommen. Es wird immer wärmer. Aber die Landschaft atemberaubend. So, sind das erste Mal wieder Richtung bergab. Oh, es geht sich so viel leichter. Könnt es euch gar nicht vorstellen. Es ist gerade so entspannt, wieder normal zu gehen, ohne Anstrengung. Wir sind fast am Ziel angekommen. Manu, irgendwelche letzten Worte noch, bevor wir an der Alm ankommen? Einfach Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Oh, schaut euch das mal an, bergab. Alter, geil. So war das schon immer bei uns auf dem Dorf. Aber echt, Wir Bayern. echt so. Wir sind einfach Maschinen. Und jetzt haben wir, was ich auch gerade noch zu Manu gesagt habe, wie scheiße wäre denn das, wenn du jetzt da 3 Teams von dem Spot da unten, wo wir die Leuchtfackel bekommen haben, losgehst und dann aber weißt, dass du das letzte Team bist im Weg oder sonstiges. Das ist doch so ein Abfuck. Ich habe ein Stück den Rucksack geschleppt, aber ey, der wiegt bestimmt 10 Kilo oder so. Das ist Zusatzgewicht, da kommt er ja auch schon. Eine kurze Pause, was trinken. Wichtig ist jetzt nicht zu überpacen, Pausen einzulegen und aufs Trinken zu achten. Denn ich glaube nicht, dass da oben noch irgendwas zu trinken sein wird. Steffi nimmt jetzt dankenswerterweise den Rucksack, weil er einfach ein bisschen fitter ist als ich. Ich war jetzt so langsam, aber ich war es halt auch. Ne? Also bergauf mit Rucksack ging nicht mehr. Aber wir haben einen Orientierungspunkt gefunden. Und zwar wissen wir jetzt, wo wir sind. Wir hatten nämlich gerade hier einen Hinweis. Hier auf der Seite rechts von uns, ihr seht, da ist ein Bushcraft Camp. Und da ist so ein bisschen Wiese und das haben wir hier eingezeichnet gefunden mit einem Bach nebendran, den wir hier auch haben. Und das heißt, da wo jetzt hier mein Daumen ist,
Dieser kleine graue Bereich hier, das ist diese kleine Wiese. Da ist der gestrichelte Bach nebendran. Und nebendran auf dem Weg, da laufen wir gerade. Aber der sollte laut Karte irgendwie gleich enden. Da müssen wir gucken, ob wir von hier aus auf einen anderen kommen. Es sind die letzten Meter von Off the Sofa Back to Survival mit Team Bayern. Und wir haben das Ding so scheiße nochmal gerockt. Okay, bis zur Alm. Ich glaube, ich sehe sie schon. Ah ja, bis zur Alm. Ja, bis noch mal steil. Das können wir wahrscheinlich von hier aus jetzt schon sehen. Da, dieses weiße Genau. Gebäude. Das hier ist dieser Bogen Und dann auf links der hoch. Karte. Hier dann wahrscheinlich hoch. Okay. So, dann nach links, danach wieder links und dann geht's steil auf die Geisenberg. Was meinst du, Hälfte haben wir? Ich würde fast sagen, wir haben sogar schon mehr als die Hälfte. Okay. Und also der schlimmste Teil war auf jeden Fall der Anstieg. Ja. Es kommt definitiv noch einer, den sehe ich schon. Ja, das wird noch steil. Und zwar in brutzelnder Sonne. Da ist kein Schatten, so wie wir es jetzt hier haben. Da oben ist Wiese und freie Fläche. Naja gut, aber für den Kopf gut zu wissen, dass wir wahrscheinlich 50% oder sogar mehr schon im Kasten haben. Ja. Alter, Sollen wir schon mal Speisekarte mitnehmen? Speisekarte. Sollen wir schon mal was aussuchen? Alter, geil. Ich glaube, wir sehen das Ziel. Geil. Oh mein Gott, das ist jetzt neue Energie frei. Ja! Alter. So sehen Sieger aus. Es tut alles weh. Ich bin noch nie so lange am Stück bergauf gegangen. Was soll jetzt das noch sein? Das ist Feuer macht, wir haben keinen Feuerstahl. Vergessen. Es ist Eis. Oh Mann, ihr seid echt. Ihr habt es fast geschafft. Um den finalen Punkt für die Evakuierung zu erhalten, sind eure Feuerskills nötig. war so Entzündet ein unfair. Feuer und erhitzt damit den Topf. Mann, ist das unfair. Verwendet dazu ein Messer und Feuerstelle. Das Brennmaterial und Zunder dürfen nur das verwendet werden, was sich in der Feuerschale befindet. Ja, toll, wie Das sollen wir geschmolzene das machen? Eis gibt den finalen Hinweis auf den Evakuierungspunkt frei, der vor Ort mit einer Off the Sofa Flagge markiert ist. Schnappt euch die Signalflagge und macht euch auf den Weg. Wer dort als erster ankommt und die Fackel zündet, ist das Gewinnerteam. Super. Was sollen wir jetzt machen? Gibt es einen Alternativplan? Für den Weg, was wir hier gemacht haben, hey, wir hetzen uns hier ohne Pause einen ab, jagen uns da hoch wie so Geisteskranke und dann kommen wir hier an und dann heißt ja, ihr habt jetzt Pech gehabt, weil ihr keinen Feuerstahl habt. Was ist denn das? Ein Handschuh sucht seinen Besitzer. Jungs, ich glaube, ich habe da was euch gehört. Ja, das stimmt, das ist meiner. Und jetzt hoffen wir auf eure Gnade. Und du arbeitest ohne Handschuhe? Wir haben keine Was ist Zeit. mit dem Sicherheitsaspekt? Wir haben uns hier hochgejagt und jetzt haben die uns hier einen Stein in den Weg gelegt. Und jetzt hoffen wir auf eure Gnade, dass ihr uns den Feuerstahl leitet. Weil ohne Feuerstahl können wir nicht gewinnen. Oder wir machen ein Tauschgeschäft. Da haben wir kein Ich verstehe, Messer dass ihr mehr. gewinnen wollt, aber wir wollen unseren Coach auch nicht verdingsen, enttäuschen. Ihr enttäuscht ihn ja nicht. Wir bereiten vor, wenn wir fertig sind, zünden wir an, dann kriegt ihr sofort unseren Feuerstahl und dann einfach gucken, welches Feuer dann am heißesten brennt. Ja, Simon weiß eigentlich, dass wir das Ding nur verlieren hätten können. Weil hätten wir den Feuerstahl behalten, hätten wir das Messer abgeben müssen.
Yeah, da sind wir. Braucht ihr einen Feuerstahl? Ha? Braucht ihr einen Feuerstahl? Bitte nicht. Könnten wir uns den borgen vielleicht? Ja, sehr naiv. Weißt du, was Kevin gesagt hat? Wir sind Feinde. Danke, Kevin. Was hat er gesagt im Hotel? Genau das waren seine Worte. Hey, aber ich hab das ja nicht gesagt. Ich bin der Feind auch. Wie gesagt, wir werden hier, ihr wusstet es ja auch seit gestern Vormittag, als wir den Feuerstahl abgegeben haben. Also wusstet ihr seit gestern Vormittag, dass wir hier nicht weiterkommen. Es ist halt so. Ich würde ja gerne den Experten fragen. Ja. Was ist denn der Experte hier? Sonne? Ja, wie lange ihr wisst, was er braucht. Hier sind ja nur Anfänger. Jetzt nicht mehr. Sind auch irgendwo vielleicht wir schuld, aber mein Rücken kannst es halt nicht, dass du am letzten Tag noch was brauchst. Ihr wisst Bescheid wegen dem Brennmaterial, ja? Weil ich deinen Reisig in der Tasche sehe, Sascha. Ach so, ja, den haben wir unterwegs schon gesammelt, weil wir uns gedacht haben, aber wir nutzen den Feuer nicht. machen. Okay. Soll ich dir geben? Aber jetzt müssen wir arbeiten. Nein, ist wieder ausgegangen. Oh nein! Wir brauchen ein Löckchen noch. Scheiße. Wo ist dein Messer? Oh, da neben dir. Wo ist mein Messer? Keine Zeit, wir verlieren unser Feuer. Okay, komm her. Feuer brennt. Mach weiter, die ganze Zeit hier. Material. Ja, wir hatten eine Flamme, aber wir brauchen einfach mehr Material. Richtig toll ist es nicht. Ja. Ich wollte noch mal nett nachfragen, ob es vielleicht eine Chance gibt, den Feuerstahl zu bauen. Sind wir noch Feinde oder sind wir mittlerweile Freunde? Die Challenge ist ja noch nicht vorbei. Wenn wir wieder Freunde sind, dann können wir den euch nachher geben. Meine Freunde wart ihr schon immer. Das ist gut. Bei Feinden können wir den leider nicht geben, Freunde schon. Wäre das okay. Ja, wenn wir hier durch sind. Wenn wir uns auf den Weg machen. Ihr seid so jung und schnell. Oder? Ja, wir gehen doch nicht den Sieg ab. Na gut. Das ist halt einfach jedem überlassen, wie er das halt quasi sieht oder annimmt. Und in dem Fall ist es halt so, haben wir halt jetzt ab. Die anderen schmelzen das ist halt jetzt gleich fertig und wir gurken hier halt rum. Arbeit zusammen, überschaut. Wir sind durch, den Kandidat wurde. Was geschafft, bla bla, sind eure Feuerskills nötig, entzündet ein Feuer und nichts damit den Topf verwendet, das du einmal da drin ist doch die Info. Jetzt wissen wir es wieder. Ah, was, da ist die Info? Da drin. Deswegen schmelzen wir das. Schätzt euch nicht, ja? Genau, nicht so schön. Langsam zur Not, ich hab noch eine Idee. Ich auch. Oh, doch. Ist weit? Weiß ich nicht, tatsächlich. Ja, soll ich gleich jetzt mal umgucken. Danke. Liebe euch. Essen geht doch nicht. Ich nehme dich beim Wort. Ich dich auch. Steffi, ich zahle dir alles. Wir müssen das bisschen zusammenhalten. Hi, ihr zwei. Wir hatten ja einen Deal, ne? Wenn unser Feuer läuft, kriegt uns ein Feuerstahl. Ja. Kann ich ein Messer von euch? Hier, komm, mir ist es jetzt eben wurscht. Wenigstens sind wir dann die das einfach hergeben, ohne zu zögern. Die Sachen können wir hier lassen. Okay, Chugga. Kamera. Was ist das? Kamera mit? Lass doch einfach liegen. Lass es aus, das zählt, oder? Passt. Komm endlich. So, wir sind auf der Zielgeraden, also zur letzten Station. Das hoffen wir, ja. Ja, wir müssen zum Gipfelkreuz. Da müssen wir eine Signalfackel entzünden und dann werden wir evakuiert. Wir nehmen jetzt unser letztes Stück Riegel, mobilisieren damit nochmal alle Kräfte und hoffen, dass wir gewinnen.
Wir waren mit der Feuer-Challenge tatsächlich am schnellsten durch, obwohl wir am spätesten angekommen sind. Vorbereitung ist alles. Ja, beim Feuer. Wir sind ziemlich gut im Feuer machen, das war jetzt unser Vorteil. Aber jetzt geht's. Das Blöde ist, wir gehen runter, Gipfelkreuze sind oben. Das heißt, wir müssen gleich wieder wahrscheinlich massiv nach oben. Und navigieren ist auch nicht unsere Stärke und wir können es aktuell noch nicht erkennen. Aber wir wollen unbedingt diese Challenge gewinnen. Schön reinlegen, dass die ganze Querschritt erstmal anfängt zu brennen. Aua. Aua, verfickte Scheiße. Nee, warte mal, wir müssen schauen, dass wir den Teller ein bisschen hier wegziehen. Dass der ganze Zucker in der Mitte ist. Und schon. Weil die Befürchtung jetzt dann wieder aus. Gipfelkreuz Geisenberg. Hä? Allen? Nee, aber der. Ich sehe nirgendwo ein Kreuz, Leute. Das kann nicht sein. Das ist gerade so ätzend. Gipfel. Geisenberg-Gipfel. Da ist die Karte. Komm, Aslan. Ja. Weil es ist weit weg und es ist nicht hoch. Der ist da. Die anderen sind ja falsch gelaufen. Wo ist der? Das weiß ja nicht, ob die denselben Weg haben. Kann ja auch sein, dass die einen anderen Weg haben. Was weiß ich. Ach so, stimmt. Jetzt wieder berg runter und jetzt werden wir wieder laufen, beziehungsweise rennen. Leicht traben. Weil wir sind irgendwie falsch. Da oben, das war eine Sackgasse. Gut Zeit verloren. So ein Mist. Aber ich sehe auf dem Weg unten runter auch noch keine anderen. Ich hoffe, dass sie immer noch beim Feuer machen sind. Aber wir haben schon wieder wertvolle Zeit verloren. So ein Mist aber auch. Steffi hat wieder total verfranst. Wir wissen nicht genau, wo wir sind. Wir haben jetzt nur so eine Idee. Wir sind, glaube ich, komplett blöd gelaufen. Wir hätten es viel kürzer haben können. Aber wir müssen jetzt da hoch. Und laut Karte geht es jetzt hier. Da ist der Weg. Hier rum und nochmal steil da oben hoch. Das schafft man nicht aufzuholen auf die paar Meter. Ist auch echt anstrengend. Machen wir die Feathersticks zu dick? Ich weiß es nicht. Pass auf, machen wir was anderes. Das ist unnormal. Im Gesicht. Ja. Ich hoffe nur, dass die anderen nicht den kürzeren Weg gegangen sind. Weil wir hätten am Parkplatz direkt rechts gehen können und dann links. Und dann wären wir ein bisschen kürzer gewesen. Aber ich glaube, von den Höhenmetern muss es sich gleich bleiben. Und wir haben auf jeden Fall einen Vorsprung, was die anderen nicht haben. Genau, wir haben einen ordentlichen Vorsprung. Da links, da ist wieder ein. Die sind richtig. Hier wird der Weg auch wieder flacher. Was auch wieder gut ist. Ja. Wir hatten jetzt einen Orientierungspunkt gefunden, an dem wir waren. Und haben wir festgestellt, wir sind komplett falsch. Boah, ist schon alles so trocken, der Mund, etc. Jetzt gehen wir quasi den gleichen Weg wieder zurück. Ah, es ist so demotivierend und anstrengend. Ich vermute, dass die anderen Teams jetzt da sind, oder zumindest ein Team, das vor uns ist, weil wir waren jetzt so lange unterwegs. Also ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas holen können. Aber ich will das Ding einfach bis zum Ende machen. Einfach da ankommen, wo wir ankommen müssen. Und dann ist das Ding vorbei, dann gibt es was zu essen.
Da freue ich mich drauf. Nee, nicht für eine Pizza. Das Holz brennt. Das Holz brennt. Okay, ich halte drüber, du fütterst nach. Geil. Ja, ich weiß, was der Fehler war. Ich weiß, was der Fehler jetzt war. Letzte Pause. Der Zaun geht hier einmal da runter und einmal dahinter weiter. Da ist kein Stück offen. Die Kräfte sind am Ende. Wir haben gerade mal geguckt, hier sind keine Tiere, die wir gesehen haben. Wir werden es jetzt einfach so machen, dass wir den Zaun aufhalten, einer dem anderen. Wir gehen durch und beeilen uns dann ein bisschen, dass wir an die Hütte kommen, falls da irgendwas drin ist, dass uns nicht irgendwelche Tiere entgegenkommen. Weil es ist Ende jetzt mit Kraft, ne? Es geht nichts mehr. Am Abstieg, da unten ist die Alm, wo wir eben waren. Und jetzt sehen wir hier gerade hier Gipfelkreuz Geisenberg. Da hoch, wo wir herkommen. Ich spreche ab. Wie geht denn das? Okay, laufen wir nochmal ganz zart hoch. Zum Kotzen. Ich spreche gleich. Wirklich. Manu, schau, da ist die Flagge. Aber ich dachte, wir haben verloren. Komm schon. Jetzt beißt man. Nein. Oder doch. Oh mein Gott, das ist der Simon. Komm. Ja. Oh mein Gott, ich heul gleich. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Nimm die Leuchtfackel. Es geht gerade gar nicht mehr. Es tut so weh. Sind wir die Ersten wenigstens? Alter, Jungs hier. Ich weiß gar nicht, wie scheiße es mir geht. Fast. Alter, ich kann so heulen. Das war hart. Alter, ich kann so heulen, ohne Scheiß. Das war so. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das nicht wollen. Ja, ich glaube, die anderen haben sich wieder verlaufen. Das gibt's nicht. Das ist so. Auf, Kevin, hol mal das Ding. Ja, komm. Mach mal, zack, zu. Jetzt ziehen wir es durch. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es reicht, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann euch gar nicht sagen, wie scheiße anstrengend es hier hoch war. Dürfen wir? Oh mein Gott. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Oh Mann. Oh. Oh, stark. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ja. Oh. Ja! Fuck!
Feuerstahl. Ich kann das Ding nicht mehr heben. Ärgerlich. Herzlichen Glückwunsch ans Gewinnerteam. Grandiose Leistung von allen Teams auf jeden Fall. Wir haben unser Feuer an. Wir köcheln da noch so ein bisschen hier. Wir wollen zumindest sehen, was da auf dem Stiel drauf steht. Und ja, dann treffen wir uns gleich alle mal beim Essen. Leute, ich verstehe es nicht. Lass nochmal zum Haus, Ja. Haus gehen, oder? Wie kann das sein? Wir gehen nochmal zurück zum Haus und gucken nochmal neu. Weil ich habe es euch ja gerade gezeigt. Es muss in der Nähe von diesem Haus sein. Euch. Mit unserer Hilfe trotzdem noch gewonnen. Wie hart ist denn das, oder? Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Also 5% des Sieges gehören uns. Alles gut. Wir sind Kilometer gelaufen wieder. Alles gut. Ich kann euch später mal erklären, woran es gescheitert ist. Die Wahrheit, die Steffi. Du warst wie eine Banane. Krass. Komm her, Gruppenkuscheln. Aber die Steffi. Oh, Steffi. Oh, Steffi. Alles gut, das ist das selbst. Okay, alles gut. Du hast trotzdem gekämpft wie eine Löwin. Gell?